Unterwegs Klavier spielen, überall Klavier üben. Hier steht ganz klar die Mobilität eines E-Pianos im Vordergrund. Das heißt, wer viel unterwegs ist oder auch mal im Urlaub Klavier üben möchte, braucht ein Instrument, das sich leicht transportieren lässt. Und sowas haben wir hier schon rund um uns herum. Aber die Frage ist dann gleich, auf was muss man eigentlich verzichten? Und was kostet das? Und welche Dinge lohnt es sich anzuschaffen? Ich treffe dazu Yassin Korchi, den Jazzpianisten und Leiter der Online-Klavier-Musikschule. Hallo Yassin. Hi, ja, grüß dich. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ist das ein Thema für dich überhaupt? Auf jeden Fall. Also kleinere Instrumente, der Trend geht ja auch ein bisschen dahin, irgendwie mit dem iPad Musik machen oder mit mobilen Klangerzeugern. Und heute haben wir, glaube ich, ein paar interessante Kandidaten da, sehr leicht und aber auch, glaube ich, ganz gut so zum Spielen. So. Ja, aber ich denke, die Frage vorweg ist eigentlich, muss man eigentlich immer und überall Klavier üben? Ist das so wichtig? Also eigentlich sagt man ja, Klavier üben täglich, ja klar, bringt's. Ja, das ist natürlich eine These, die ja durchaus im Klavierunterricht mal zur Sprache kommt. Aber du sagst, muss das sein? Ich sage immer, ja, schön, wenn man es kann. Schön, wenn man es kann. Also ich finde auch, also bei mir geht es ja so, wenn es an die Urlaubsplanung geht und dann beschäftigt mich irgendwann der Gedanke, boah, du bist so lange weg. Wie machst du Musik? Ja. So, und weil das ist wichtig. Auf jeden Fall, und ja. ich habe dann immer so als Minimum-Setup habe ich dann immer mein iPad dabei und dieses kleine Keyboard von Korg, also da kann man vielleicht nicht unbedingt Debussy drauf üben. Ist schwierig. Kann man ja sehen, das sind eben so angedeutet, eine Tastatur. Aber was sehr schön ist, es gibt diese Knöpfe, da kann man Synthes mit bedienen. Und man kann ja vielleicht auch einfach, ich habe jetzt mal hier das neue Piano-Tag an und habe da eine Handpan. Okay, cool. Ist vielleicht auch toll für den Urlaub. Man muss ja nicht unbedingt nach Bali fliegen. Man kann das auch an der Ostsee haben. Ja, sehr cool, ja. Wo kommt jetzt der Klang genau her? Genau, der Klang kommt nicht hier raus. Das ist einfach nur ein Master Keyboard mit auch sehr coolen Funktionen. Und das habe ich über Bluetooth verbunden. Das sieht man an dem blauen Lämpchen hier. Mit dem neuen Piano-Tag Pro. Und das kann man in den Options einstellen, also dass man mit Bluetooth die Verbindung herstellt. Und dann kann man das spielen. Cool. Und das funktioniert wunderbar. Das macht man hier in den Options. Da ist das eben auf Bluetooth MIDI gestellt. Und da ist das Nano-Key Studio Bluetooth angewählt. So, und das war schon alles. Und der Audio-Out aus dem iPad wird quasi an eine Box angeschlossen? Ja, genau. Den haben wir jetzt an die Anlage angeschlossen, damit man das auch hören kann. Ansonsten kann man das natürlich auch über die Lautsprecher des iPads hören oder man schließt eben Kopfhörer an. Cool. Ja, das wäre schon mal sehr kompakte Lösung. Kleine, kompakte Lösung. Aber wir gucken uns noch andere Sachen an. Es gibt zum Beispiel dieses kleine Keyboard. Cool. Das hat schon wieder ein paar mehr Tasten. Ja. So, jetzt werde ich mal, nehmen wir auch mal ein anderes Programm. Nehmen wir mal hier Korg Module und dann verbinden wir das damit. Gleiche Konzept? Ähnliches Konzept. Also ja, man sieht diese 8 Regler hier. Es hat dann noch Play-Stop-Funktion für den Sequencer. Auch diese Pads. Das sind übrigens Endlos-Drehregler. Völlig cool. Also man hat dann keine Parametersprünge, wenn man jetzt so einen Synthi bedient. Das ist total cool. Ja. Und es hat Bluetooth und USB. Also man kann es auch an den Rechner anschließen oder auch hier an das iPad natürlich. Ich habe jetzt das auch mit Bluetooth verbunden. Das müsste jetzt auch hier schon da sein. Alles klar. Ja, und funktioniert auch schon recht gut, ne? Also man kann dann auch hier nicht Debussy drauf üben, aber man kann man kann sich mit Harmonien beschäftigen, man kann Melodien einstudieren oder ausprobieren. Und man muss ja nicht immer unbedingt ans Klavier üben denken, sondern einfach ans Musizieren. Und das geht einfach mit so einem System hier total cool. Manchmal will man ja auch einfach nur ein paar Ideen festhalten oder komponieren und hat dann vielleicht seinen Laptop dabei mit einem Logic oder einem Cubase oder sowas. Auch das geht natürlich. Und dafür ist es natürlich auch perfekt, gerade von der Größe und allem. Und das war natürlich jetzt super einfach, wie schnell das eigentlich sich verbindet, auch mit dem iPad. Absolut, das ist total cool. Man muss das einmal nur einstellen und dann verbindet sich das automatisch jedes Mal. Cool. Ja, und mit Korg Module kann man das sehr gut machen oder man nimmt das Korg Gadget mit und hat man gleich ein ganzes Tonstudio oder eben GarageBand oder Steinberg Cubase. Jetzt gibt es auch Logic Pro, gibt es auch für das iPad und das finde ich schon mal
Also das ist ja irgendwie fast ähnlich groß. Ja, Und ja. das passt wirklich in den Rucksack. Super. Super. So, aber jetzt beschäftigen wir uns schon mit was Ernsthafterem. Das würde ich sagen, wir gucken uns das Reface CP mal an. Und ja, eine Sache vielleicht vorweg noch. Es handelt sich hier um batteriegetriebene Sachen. Also diese Dinger hier, die bleiben erstmal weg. Cool. So, und dann können wir das auch wieder zur Seite stellen. Das Swiss Sonic Mini Key, coole Sache. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das kleinste Stage-Piano der Welt an. Das ist das Reface CP von Yamaha. Das gibt es schon eine Weile. Und ich finde, das ist eine toll gemachte Hardware. Ja. Auch die Tastatur. Es sind Mini-Tasten, aber ich finde, man kann darauf gut spielen. Also probiert das mal aus. Geht, oder? Das ist cool. Man kann drauf spielen. Gut Response. Und jetzt kann man auch hier ein Tremolo einschalten. Zeig mal rüber. Da sind noch Effekte. Die finde ich echt cool. Also jetzt haben wir hier, glaube ich, Phaser drauf gehabt. Und Tremolo. Und Wah-Wah gibt es. Kann man vielleicht noch intensiver machen. Bisschen Drive dazu. Jetzt haben wir noch ein Delay, Analog-Delay, finde ich immer cool. Kann man schöne Effekte damit machen. Also man kann wirklich allerlei Effekte direkt am Gerät bedienen. Das ist natürlich mega cool. Und es gibt da noch andere Sounds. Es gibt auch ein... Nehmen wir den Effekt mal weg. Jetzt brauchen wir wieder den Tremolo. Sehr cool. Da passt wieder der Wah-Wah. Toy Piano. Okay, das ist auch lustig. Und es gibt noch CP. Also, man muss also sagen, es gibt noch hier so einen Oktavschalter. Das ist also über den gesamten Tonumfang gesampelt. Du kannst also ein 88-Tasten-Keyboard hier anschließen über MIDI und kannst das vollumfänglich spielen. Super. So, super Sache. Tolles Finde ich sehr Konzept. cool. Und sieht auch cool aus. Ne? Passt in den Rucksack, glaube ich, und man hat Spaß. Jetzt schauen wir uns aber die Keyboards an, die mit großen Tasten ausgestattet sind. Und die sollten sich eigentlich schon dazu eignen, richtig Klavier zu üben. Ja. Und da bin ich gespannt, was du zu den Tastaturen sagst. Gut, legen wir mit dem Casio CTS1 los. Der Casio-Ton, das ist so eine Mischung aus Keyboard und Piano. Also zumindest hat es Pianotasten und auch Klaviersounds. Und ja, es sieht schick aus, hat eingebaute Lautsprecher, so wie auch das Yamaha übrigens. Das hat auch so mini eingebaute Lautsprecher. Damit wird man natürlich keine Bühne beschallen können, aber so auf der Couch, wenn man spielt, ist das schon geil. Ja. So, ist hier ähnlich, kann man so auf die Beine sich stellen oder eben auf den Tisch. Und auch batteriebetrieben. Und es ist batteriebetrieben, genau. Das ist ja das Kriterium überhaupt für alle Geräte, die wir uns anschauen. Ja. Es muss ohne Netzteil funktionieren. Also im Park, am Strand. Super leicht. Super leicht. Also genau. Es hat hier hinten so einen tollen Griff, das kann man richtig super tragen. sehr gut mitgedacht. Immer
gleitet einem mal gerne aus der Hand, wenn man das so unterm Arm Genau. trägt. Ne? Und so ein Griff hier, ne? So ist eine coole Sache. Finde ich auch. Sieht super aus, auch hier mit diesem stoffartigen Bezug, also eine coole Ja, Idee. absolut. Und in Weiß auch ja, ein Hingucker. Ja? Ja. So. Und die Tasten sind so pianomäßig. Also ich okay. glaube, man muss jetzt nicht die Hammermechanik erwarten, weil die möchte man ja auch nicht tragen. Soll ja leicht sein. Aber es ist für unterwegs ist es auf jeden Fall okay. Man hat ein simuliertes Spielgefühl, ja. Ja, auf jeden Fall. Und die eingebauten Sounds, die können wir uns ja auch mal kurz angucken. Die sind Ja. echt prima. So, das war jetzt der Piano-Sound, ja. Und dann können wir mal zum E-Piano gehen. Ja, das ist der Standard. Dann gibt es hier Varianten. Ja, ist schon mit einem Effekt drauf. Cool. Ja. Hoppla, Entschuldigung. Warte mal. Das müsste eigentlich jetzt weitergehen. Ah, da ist der nächste Piano-Sound. Cool. Das ist jetzt quasi hier auch mit Vintage deklariert. Ja, genau. Okay, wenn er, glaube ich, durch ist mit einem Sound, mit der Variation, ja, dann geht okay, er dann dann- direkt zum dann geht er nächsten. zur nächsten Und jetzt geht er Soundgruppe, zur Orgel, so, ja. Also für Ja, für mal eben Orgelsound haben. mal ist schnell gut. einfach mal ein bisschen Sound, ist das schon cool, ja. Ja, Und, absolut. lässt sich echt, also für so portabel echt okay spielen. Also es ist Absolut. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, wir haben da, ich sehe hier, da ist eine USB-Buchse, warte mal. Dann bringen wir doch gleich das iPad wieder ins Spiel. Das Kabel brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen USB-Mikro. Nehmen wir doch das so lang. Yep. Also, Zack. USB an das iPad. Wir können ja den Piano-Sound hier mal mischen mit dem Sound hier. Ach so, der hat sich jetzt hier verbunden mit irgendeinem Gerät. Das ist natürlich auch, das ist tolle Technik. Das verbindet sich sofort mit Bluetooth. Wenn es irgendwo was findet, dann ist es gleich verbunden. Und ich starte das nochmal. Und jetzt brauchen wir noch ein Kabel. Jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir noch mal Audio. Genau, wir müssen jetzt das Audio vom iPad einfach zurückverbinden hier auf den Audio-Input von dem Piano. Das ist ja auch nicht schwer. Da braucht man einfach so ein Mini-Klinke-Stereo-Kabel. Und schließt es an den, wo ist er? Ich glaube hier, ne? Genau. Jawohl. Und bitte sehr. Jetzt hören wir quasi das Klavier aus dem Casio Genau. und das E-Piano aus dem Korg-Modul vom iPad. Genau. Da können wir natürlich jetzt auch irgendwas anderes. Schöne Sache. Cool. Also ich denke mal zum Klavier üben, für unterwegs, also Tonleitern üben, sowas kann man alles machen oder Genau. auch mal eben ein Stück einüben. Ja, und wie gesagt, auch die Möglichkeiten natürlich mit dem iPad sind super. Und man ist auch immer noch mit jetzt einem etwas größeren, immer noch doch sehr portabel. Vom Gewicht ist eigentlich kein Problem. Also fürs Auto würde ich sagen, ist kein Thema, das irgendwie unterzubringen. Ja. Und aber auch im Zug oder so ist es durchaus Cool. denkbar. Super. Okay, gucken wir uns das nächste an. Genau. Da nehmen wir hier das hübsche rote Piano von Korg. Machen wir weiter mit dem Korg Liano. Das haben wir auch so im Test uns schon angeguckt. Aber jetzt in diesem Zusammenhang ist das ja nochmal ein schöner Vergleich. Ja. Jetzt haben wir hier das Casio gesehen mit den größeren Tasten. Das ist schön kompakt und hier haben wir natürlich 88 Tasten. Ist natürlich coole Sache. Ja, also könnte man dann schon richtig Klavier drauf üben. Wäre da nicht auch eine semi-gewichtete Tastatur, also keine Hammermechanik, die so diesen Klavieranschlag so zurückgibt? Ne? Ja. Aber wir haben es ja im Test schon gesagt, eigentlich eine gute Tastatur, mit der man eigentlich auch für das Geld, was natürlich hier aufgeboten wird bei dem Preis und auch für die Kompaktheit eigentlich okay ist. Also man kann da schon ein bisschen spielen.
Absolut. Also, coole Sache auf jeden Fall. So nebenbei erwähnt, es gibt auch hier die Möglichkeit, das iPad anzuschließen mit USB. Nämlich hat es, Moment, hops. Wo haben wir hier USB? Dort. Zack. Und schließe das iPad an. Vielleicht ziehst du es mal ein bisschen. Ich sehe auch, das ist ein bisschen weich. Man muss ein bisschen aufpassen. Man muss zusehen, dass man eine gute Unterlage hat für das Instrument. So, also wir spielen die Sachen ja immer mal so provisorisch an. Hier im Sitzen auf der Couch bzw. auf dem Sessel ist das nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, zum Zeigen ist es schon okay. Genau. Klar, 88 Tasten ist natürlich jetzt schon, wenn man so mal so davor sitzt, hier auf dem Stuhl, auf dem Sessel, ein bisschen eine andere Größe. Aber ich glaube, hier müssen wir jetzt auch noch mal umstellen. Kann das sein? Ja, also wenn wir jetzt hier einen Sound anwählen, dann haben wir beide Sounds gleichzeitig. Genau, wir haben jetzt das Genau. E-Piano und das Piano. Genau, das akustische Klavier aus dem Liano und dann haben wir hier aus dem iPad das Scarby Rhodes. Und ja, die gute Sache ist, es hat USB Audio MIDI und es ist kein Audiokabel erforderlich, um das Audio zurückzuleiten, sondern Super. das wird direkt hier über ein Kabel geleitet. Cool. So, das ist eine total praktische Sache. Und wenn man jetzt nur das iPad hören möchte, dann muss man die Tastatur von der internen Klangerzeugung trennen. Ich glaube, da muss man... Nee, das ist es nicht. Das. Okay. Jetzt hören wir nur das E-Piano aus dem Alles iPad. klar. Genau. Und das muss man auch vielleicht noch mal sagen, dass diese Korg Module Sounds wirklich geil sind. Das ist Total. einfach. Total der Hammer. Da ist ganz schön Dynamik drauf. Das ist echt klasse. Das darf man nicht vergessen. Also wie gesagt, das Teil kostet irgendwie weniger als 300 € und man hat trotzdem eine Tastatur, die mit so einer App... Kostet etwas mehr als 300 €. Und ja, wenn man das sowieso schon hat. Die Module-App kostet nicht viel Geld. Ja. Und diese Erweiterung, das kann man sich leisten und man hat wirklich jede Menge Spaß damit. Ja, Ist total gut. also für den Preis und ja, die Kompaktheit, 88 Tasten und dann auch noch batteriebetrieben, also das ist eigentlich ein Traum. Genau, also man kann damit überall spielen. Auch über die eingebauten Lautsprecher, die haben so ein Bassreflexsystem, das kann man hier sehen. Super klasse Sound. Super. Dann kommt jetzt dieses Gerät, Thomann SP120. Ein kleines Piano, Klein, aber fein. auch höchst transportabel. Ich merke schon, es ist ein bisschen schwerer und Ja. robuster auch als das Korg zum Beispiel, das wir eben in der Hand hatten. Das ist wirklich super, super stabil. Und da müssen wir Batterien einbauen. Die haben wir eben erst bekommen. Und da bauen wir jetzt diese Dinger ein. Okay. Die habe ich, glaube ich, seit 2 Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ich wusste man gar auch- nicht, dass es die noch gibt. Vielleicht fürs Elektroauto benutzen. So, bauen wir die da rein. Dürfte auch ein bisschen schwerer werden dadurch. Gewehr nachgeladen. Es geht noch. Das ist immer noch tragbar. Ist noch, Klappert gut, ein es bisschen, kleppert ein bisschen. aber funktioniert. Scheint zu funktionieren. Also die Speaker, das muss ich jetzt mal sagen, die Speaker sind super. Spiel mal. Und da geht noch einiges. Sauber. Muss man sagen, kommt schon ganz schön was raus. Also man hat hier, wenn man davor sitzt, so ein richtiges Brett. Cool. So, damit es alle jetzt aber auch richtig hören, stecken wir dann das Kabel rein. Nicht in den Sustaining Phones. So, und bitte sehr.
Lass hören. Was sagst du zur Tastatur? Ist gut, ja. Also Ja, es ist auch keine Hammermechanik. Es ist so eine leicht gewichtete Tastatur halt. Ne? Aber spielt sich okay, finde ich. Also spielt sich wirklich. Also Tipptopp. Ist tipptopp, ja. Nächster Versuch. Und cooles Design, so auch hier mit diesem Lautstärkeregler. Ja, das stimmt. Also es hat dieses matte Schwarz und so. Also Ja, es das hat eine fühlt sich sehr auch echt wertige gut an. Anmutung. Ja, cool. total. Gefällt mir. Ja, mit Batterien, die sind ein bisschen ungewöhnlich. Muss man halt mal zur Tanke fahren und Batterien kaufen. Aber schauen wir, ob das auch mit dem iPad funktioniert. Da ist nämlich eine USB-Schnittstelle, sehe ich da. Schauen wir, was passiert, wenn wir Pianotech anschauen. Handpan willst du bestimmt nicht spielen. Handpan ist eher nicht meine. Da nehmen wir doch einen schönen Steinway-Sound. Funktioniert das? Nee, das funktioniert noch nicht. Hier muss ich auch in den Options wieder die Verbindung herstellen. Und jetzt sollte es eigentlich gehen. Das funktioniert. Mischen wir es einfach mal mit einem E-Piano. Nicht schlecht. Cool. Das hätte ich absolut nicht erwartet, dass auch hier USB-Audio Ja. MIDI eingebaut ist. Ja. Dass wir jetzt beides hören, einfach nur hier über das USB-Kabel. Und vielleicht muss man hier auch noch mal den Preis mal nennen, damit man im Bilde ist. Absolut super. Also ich glaube, wir haben das erste Testgerät, wo die Typenbezeichnung fast den Preis auch darstellt. Stimmt, ja. Es ist wohl ein bisschen teurer, glaub, bei 170 Euro. In dem Dreh, ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Also für unter 200 Euro eine coole, eine spielbare Ja, Tastatur, absolut. gute Lautsprecher für diese Ja. Baugröße, batteriebetrieben, cooles Design. Hier kann ich die Apps über das iPad steuern. Also Krass, oder? das ist schon krass. Ja. Also das hier finde ich, also das ist schon schwer zu toppen. Also jetzt nicht nur wegen des Preises, sondern die Tastatur spielt sich super. Und ja, es hat einen super Sound. Das Paket ist ziemlich gut. Krass. Dann haben wir noch eine Überraschung, nämlich aus dem Hause Yamaha. Die haben nämlich auch diese Mini-Pianos schon eine Weile. Die nennen sich Piaggero. Und lang erwartet wohl gibt es jetzt das NP35. Okay, Und das schauen wir uns jetzt zum Schluss noch an. alles klar. Alles klar, Simsalabim, das Yamaha Piaggero NP35. Sieht ganz ähnlich aus. Es hat auch diese leichte Tastatur, es hat Batteriebetrieb, es hat eingebaute Lautsprecher und eingebaute Klänge. Und das würde ich sagen, spielen wir mal kurz an. Also ein schön klarer Sound, aber ich merke bei der Tastatur, also jetzt so eine starke Federwirkung. Das spielen sich die, also wir haben ja jetzt einige gesehen schon, die spielen sich doch deutlich besser. Finde ich auch, ja. Ich weiß nicht, probier du mal. Also schon ein schön klarer Klavierklang, ne? Yamaha-typisch, Ja. guter Klavierklang. Genau. Das stimmt immer. Der stimmt immer.
Aber klar, die Wie sieht's Tastatur aus mit E-Piano? hat man natürlich auch. Ah, Okay, das ist etwas schon besser. besser. Also Tastatur ist jetzt nicht unbedingt so mein Favorite, muss man Ja, sagen. ja. Es ist akzeptabel, aber man muss natürlich sagen, dass das auch preislich schon wieder in einem Bereich ist um die 500 €, wo man dann vielleicht auch ein Ja. bisschen mehr erwarten könnte. Das ist in der Tat so. Wenn ich es vergleiche mit dem Corgliano, 88 Tasten, die spielt Ja. sich auch viel griffiger, diese Ja. Tastatur. Und auch die Sounds haben irgendwie so, das E-Piano zum Beispiel, das spielt sich da richtig klasse. Gut, aber wir haben ja auch noch die USB-Variante. Da sollten wir, wo ist das denn das Kabel? Da ist das Kabel, so. Lass uns das hier auch ausprobieren. Ich glaube, es ist auf deiner Seite. Genau, da ist es. Und wir schließen das hier auch an und schauen, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme genauso auch hier das Module Pro wieder. So. Soll ich mal hier Ja, auf mach Piano mal da gehen? das Piano, genau. Ja, dann haben wir beides gemischt. Es mischt sich auch gut. Also, Klingt gut. Ja. ja. Also wie gesagt, das ist jetzt vielleicht für uns interessant, das so zum Mixen, aber man hat natürlich auch noch eine Piano Remote App, nämlich die Smart Pianist App, die dann sich verbindet. Man merkt hier, wie Mit färbt dem- sich das Rack und Play ein. Da erkennt man daran, dass die connected ist mit der App. So, jetzt werden Daten geladen, Download läuft, also man sollte online sein, aber es ist ja jetzt schnell passiert, okay. Und jetzt sehen wir spielen ein Concert Grand und das Bright Grand. Und dann gehen wir schon auch in die andere Soundwelt, Voice. Was haben wir da? So, Strings, Pad gibt es noch. Wunderbar. Das kann man jetzt auch noch mit einer Layer-Funktion verbinden. So, hier machen wir jetzt einen anderen Sound. Hier machen wir das Piano. Diese Meldung nicht erneut anzeigen. Sowas nervt total. So, Concert Grand und Strings. Ja, wunderschön. Und muss man sagen, klingt auch Ja, klingt ordentlich. eigentlich gut. Ja, ja. Also gut. Das ist eine tolle Sache. Auch hier USB Audio, MIDI gleich in dem Keyboard eingebaut. Man kann mit der Smart Pianist App, die ja für die großen Digitalpianos und auch die Arius-Serie und so weiter verfügbar ist, eigentlich für alle möglichen Yamaha-Geräte, die ist auch kompatibel mit diesem Instrument. Und das ist eigentlich dann auch eine runde Sache. Cool. Da muss man mal auf den Preis gucken und man muss wissen, was man will. Ja. Ob man jetzt mit einer Band rocken will, da würde ich sagen, ist man hier nicht so ganz richtig, sondern eher zum Klavier üben. Dann sollte man die Tastatur mal ausprobieren, ob das was für einen ist. Und aber auch mal vergleichen. Und auch natürlich auch gucken, wie viele Tasten braucht man überhaupt. Ne? Das Corgliano hatte 88 Tasten, wenn man die ganze Breite will. Ne? Ja, genau. Und die anderen haben alle verschiedene Tastaturgrößen. Da muss man für sich einfach gucken, was einem wichtig ist. Genau, also die Transportabilität ist ja im Vordergrund bei unserer Sache hier. Ja. Und da würde ich dann schon sehen, sollte es nicht größer sein als so eigentlich. Ne? Ja. Ganz cool ist ja natürlich das hier. Das hat mir total gut gefallen. Ja. Und ja, wenn man jetzt, ich habe gerade gesagt, mit der Band rocken, dann braucht man natürlich auch noch ein bisschen Verstärkung. Weil, wie gesagt, diese kleinen Lautsprecher hier, das ist für zu Hause toll oder wenn man so auf der Couch liegt oder am Strand irgendwo. Ich glaube, wenn man viel Brandung hat am Strand, dann hört man das nicht. Nee. So, da ist es nicht laut genug.
Wir gucken uns noch mal kurz abschließend Lautsprecher an, die man anschließen kann. Oder auch wenn man mit mehreren Leuten eben spielen will unterwegs, schauen wir uns noch mal dieses kleine Mischpult hier an, das auch extern mit Strom betrieben werden kann. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Boxen und bauen das hier mal ab. Schauen wir uns noch Lautsprecherlösungen an. Wenn man mehr Lautstärke braucht, dann sollte man eben auch sowas sich anschaffen. Das ist auch für den mobilen Einsatz gedacht. Da ist eine Batterie eingebaut, ein Akku. Also den kann man jetzt nicht durch Batteriewechsel wieder in Betrieb nehmen, sondern der muss eben entsprechend geladen sein. So, schließen wir den an. Nehmen wir hier den Phones Output und schließen das mal da an. Da gibt es doch bestimmt Inputs dafür. Ein Kanal reicht ja. Und einschalten. Und das ist ja auch schon cool, dass man die auch als Wedge-Monitor benutzen kann. Das ist cool. Und was halt auch cool ist, ist, dass ich hier den Charge hinten sehe, wie die Box aufgeladen ist, mit wie viel Prozent. Wir sind jetzt hier das ist ja wichtig. Aktuell bei 75%. Das sind gute 75%. Ja, und das ist natürlich bei einem Gig wichtig, dass ich sehe, wie viel Akkuleistung habe ich noch, ne? Wenn ich 2-3 Stunden spielen muss. Und ich würde sagen, dass das... Da ist auch ein Hall eingebaut. Aber ist mehr ein Delay, ne? Oder? Ja. Gut. Nehmen wir den Reverb von hier. Ein bisschen schöner. Cool. Und man kann jetzt sagen, wir sind hier beim Master und beim Kanal auf ca. 3 Uhr. Also wir haben schon gut aufgedreht, aber da würde noch ein bisschen was gehen. Und ich muss sagen, das klingt jetzt schon ganz schön ist fett. ordentlich. Okay, andere Lösung wäre dieses kleine Ding hier. Das ist der Roland Mobile Cube. Ist natürlich ganz schön smart klein. Dann mache ich das mal hier aus. Okay. Wo geht es an? Da geht es an. Das ist natürlich schon ein bisschen ein anderes Format, aber das Thema ist ja Kommen wir da überhaupt mit den Klinken rein? Portabilität. Sieht gut aus. Das kriegen wir. Da an der Seite. Und der ist Stereo. Der ist Stereo, Da okay. kannst du also beide Kabel rein. Der hat Stereo, das ist ja auch mal fein. Gut, So, müssen wir den hier noch anschalten? der ist angeschaltet, Ist glaube an? ich. Wo haben wir den? Volume. Oh, Aber das hätte ich nicht vermutet. das ist aber auch erstaunlich. Aber ja, bei den Bässen, da wummert es da ganz schön in der Box. Nee, das ist eigentlich, würde ich nicht so unbedingt mitnehmen wollen. Also es ist schön klein und wirklich handlich, echt super. Aber bei diesem Road Sound hier, da kommen die Speaker nicht mehr mit. Und wir sind hier beim Volume so gerade mal. Das ist eigentlich Also, ich habe ja auch den Drive-Regler wirklich auf 0 stehen. Gut, der hat schon mal verloren, würde ich sagen. Taugt nicht für unsere Anwendung. Da ist diese Box hier eine total coole Sache. Ist auch ein ganz anderer Lautsprecher da drin. Ja. Und wenn man es Stereo haben will, okay, muss man 2 davon haben. Ja. Hier habe ich insgesamt 2 Kanäle, oder besser gesagt 3. Also einmal Kombibuchsen, Line und XLR. Also ich kann jetzt zum Beispiel eine Gitarre oder ein Keyboard anschließen, aber auch noch ein Gesangsmikrofon und habe hier nochmal eine Bluetooth-Steuerung. Also kann hier auch nochmal Bluetooth über die Box laufen lassen vom da Handy. Kannst du ja Playbacks laufen lassen. Genau, also Super. genau was für Sängerinnen Das ist super. oder Sänger, Trauungen und solche Geschichten. Und muss ich sagen, auch hier für das Geld auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Total gut, das Ding. Also da sind jetzt 2 Kanäle drin. Wenn man jetzt noch mehr bräuchte, vielleicht zeigen wir das auch noch. Also hier haben wir die ganze Zeit dieses kleine Mischpult liegen. Das ist auch eine feine Sache. Das ist eigentlich so für Home Recording gedacht. Aber das ist USB-powered. Das heißt, wie kriegen wir da Strom rein? Also das macht man
Dann, die ist jetzt, glaube ich, geladen mit so einer kleinen, süßen Powerbank. Sehr klein, ja. Also die reicht aus, um ein Notebook zweimal zu laden, ungefähr. Okay. Und ja, das schließt man ganz einfach per USB an. USB-C, wo habe ich den Adapter? Ich habe ihn eben noch gesehen. Wo ist er denn? Da ist er. Das können wir ja mal gerade simulieren. So, hat das Ding Strom, ist schon eingeschaltet. Und ja, jetzt könnten wir eigentlich das hier anschließen auf den Input oder den Stereo-Input hier. Genau, steht ja schon das Keyboard-Symbol dran. Jetzt haben wir hier Signal drauf und brauchen eigentlich nur noch ein Kabel. Jetzt könnten wir hier zwei Instrumente, ein Keyboard, ein Computer kannst du noch anschließen. Man könnte natürlich jetzt auch noch das iPad über den Audioausgang hier anschließen. Und dann haben wir da auch noch die Inputs. Jetzt schließen wir das einfach mal so an der Box an und haben dann den Sound da drüben. Da ist ein Kopfhörerausgang, dann nehmen wir dieses Kabel, genau, ist ja auch schnell gemacht. So, und bitte einmal da anschließen und dann sollten wir das. Ich auch Mono oder auf die beiden Kanäle verteilen? Ist egal. So. Jetzt könnten wir hier 3 Signale mischen, also ein Mikrofon und eine Gitarre und noch ein AUX-Signal, also es könnte jetzt das iPad sein. Und da wäre jetzt auch immer noch ein Kanal für ein Mikrofon frei. Ja. So könnte man wirklich auch live spielen. Also Ist eine coole Lösung, wenn die Box vielleicht auch einen Ticken weiter weg steht und dann habe ich das Pult irgendwie auf dem Keyboard stehen Genau. oder bei mir in der Nähe und bin dann so ein bisschen flexibler. Also muss ich sagen, hätte man jetzt nicht erwartet. ja, Ne? alles ohne Stromkabel komplett. Also diese Powerbank, ja klar, sowas muss man sich zulegen. Dann hat man eben Strom unterwegs, jede Menge und das sollte auch für Stunden reichen. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also alle Geräte, die jetzt im Betrieb sind, also komplett Alles auf Batterie. akkubetrieben, alles batteriebetrieben. Also man kann quasi im Dschungel Musik machen und braucht keine Genau. Steckdose. Ja, jede Menge Sound für unterwegs. Ja. Ja, das war eine Menge Zeug. Aber war sau interessant. Aber auch interessant, ja. Hat Spaß gemacht und ja, vielleicht war für euch auch ein bisschen was dabei.